Manchmal habe ich nachgedacht, ob ich mich nicht zwischendurch mal zwicken sollte. So surreal ist bisweilen die aktuelle Entwicklung. Hätte mir jemand kurz, nachdem der Coronavirus in China ausgebrochen ist, erzählt, was hier in Europa passieren würde, ich hätte gefragt, aus welchem Hollywood-Film diese Episode stammt. Die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie sind extrem und haben die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Bislang hätte ich es keiner Regierung zugetraut, den Kollaps ganzer Wirtschaftszweige in den Kauf zu nehmen, nur um Menschenleben zu retten. Denn bei vielen anderen Entscheidungen stehen Menschenleben nicht immer hoch im Kurs. Umso glücklicher bin ich, dass die Politik nahezu rund um den gesamten Globus ihre Prioritäten verändert hat. Sie hört endlich auf die Wissenschaft und setzt nun zum Glück fast alles daran, Leben zu bewahren. Aber selbst wenn wir irgendwann die Corona-Krise im Griff haben, werden wir immer noch sehr lange mit den extremen wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen haben. Andere Probleme und Krisen werden dadurch möglicherweise in den Hintergrund gedrängt. Das könnte fatal sein, denn mit der Klimakrise rollt eine Krise auf die Menschheit zu, die alle, auch noch so schlimmen Folgen der Corona-Krise in den Schatten stellen wird. Einige meinen, dass angesichts des Leids und der Folgen der Corona-Krise nun der falsche Zeitpunkt wäre, um über die Klimakrise zu debattieren. Doch es gibt viele Parallelen zur Corona-Krise. Handeln wir zu spät und zu zaghaft, werden die Folgen der Klimakrise fatal sein. Genauso wie die Corona-Krise wird die Klimakrise schon bald eine eigene Dynamik entwickeln, die nur noch schwer zu kontrollieren sein wird und am Ende nicht nur einzelne Leben, sondern das Überleben der Menschheit insgesamt bedroht. Aber so schrecklich es klingt, die Corona-Krise ist auch eine Chance. Wir können von ihr lernen und so am Ende auch die Klimakrise beherrschen. Und das ist so wichtig, dass wir genau jetzt, mitten in der Corona-Krise, auch über die Klimakrise sprechen müssen. Schauen wir uns doch zuerst einmal ein paar Fakten zur Corona-Krise an. Da viele lange Zeit die Dramatik der Krise nicht verstanden haben. Die ersten Eindämmungsmaßnahmen der Regierung haben einige Menschen offenbar als zusätzliche Corona-Ferien aufgefasst und damit noch zur Verschärfung der Krise beigetragen. Das hat dazu geführt, dass in allen Ländern die Maßnahmen drastisch verschärft werden mussten, bis hin zu Ausgangssperren. Dabei ist durchaus nachzuvollziehen, dass für die meisten die persönliche Risikoanalyse eher harmlos ausfällt. Bei knapp 20% der Infizierten zeigen sich schwere Verläufe der Krankheit. 80% haben milde Verläufe oder gar keine Symptome. Für die meisten jungen Menschen ist die Krankheit auch gar kein Problem. Sie trifft vor allem ältere oder Risikopatienten. Einige Quellen geben eine Sterblichkeit bei Corona von gut 3% an. Das ist erst einmal ziemlich hoch. In diesen Zahlen sind aber nicht erfasste milde Krankheitsverläufe nicht enthalten. Wie tödlich die Krankheit wirklich ist, lässt sich angesichts der hohen Dunkelziffer von milden Krankheitsfällen immer noch recht schwer abschätzen. Einige Studien gehen von einer Infektionssterblichkeit, also der Sterblichkeit aller Infizierten, von knapp 1% aus. Das heißt, ein Mensch von 100 Infizierten stirbt infolge der Krankheit und der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit älter als 60 Jahre oder hat Vorerkrankungen. Das ist durchaus einiges mehr als bei der gewöhnlichen Grippe. Im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten wie Ebola oder der Pest ist die Sterblichkeit wiederum vergleichsweise gering. Unbehandelt liegt die Mortalität bzw. die Sterblichkeit bei der Pest in der Größenordnung von 50%. Und einige Ebola-Virenstämme erreichen sogar eine Sterblichkeit von 90%. Hier ist die Infektion für die meisten Menschen wirklich ein Todesurteil. Aber ohne Zweifel ist Corona eine ernste Erkrankung. Ließe man die Infektionswelle ungebremst laufen, könnten in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen daran sterben. An der gewöhnlichen Grippe sind seit 2008 allerdings auch weit über 100.000 Menschen in Deutschland gestorben und jedes Jahr sterben Zehntausende durch Alkoholkonsum, durch Luftverschmutzungen und sogar 120.000 Menschen durch Rauchen in Deutschland. Selbst minimalste Maßnahmen wie ein umfassendes Verbot von Tabakwerbung wurden in Deutschland über Jahrzehnte verschleppt. Ein Tempolimit auf Autobahnen könnte auch hunderten Menschen das Leben retten. In all diesen Bereichen wird ebenfalls großes Leid verursacht. Durch Luftschadstoffe infolge der Verbrennung fossiler Energieträger sterben sogar weltweit jährlich alleine rund 4 Millionen Menschen. Viele von den Opfern wären vermeidbar und niemand kommt auf die Idee, angesichts der hohen Opferzahlen hier radikale Maßnahmen einzuleiten. Für mich ist das ein unbegreiflicher Skandal, den ich bereits in einigen Videos thematisiert habe.
Angesichts der Gleichgültigkeit bei den vielen Toten in anderen Bereichen ist die schiere Zahl der Opfer offenbar nicht der Grund, was weltweit zu den extremen Maßnahmen der Corona-Krise geführt hat. Es sind die gleichen Politiker, die ein Tempolimit verhindern, die sich gegen ein Verbot von Tabakwerbung stemmen, die Gerichtsurteile zum Verhindern von Schadstofftoten durch Autoabgase ignorieren und die wirksame Klimaschutzmaßnahmen auf die lange Bank schieben, die nun die Rettung von Menschenleben als höchstes Staatsziel erklären. Nein, es geht bei den Maßnahmen nicht um die Rettung einzelner Menschenleben, es ist die Angst vor dem Systemversagen. Das Coronavirus breitet sich extrem schnell aus. Bis eine Impfung zur Verfügung steht, wird es dauern und so kann sich das Virus ungebremst ausbreiten. Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der Infizierten jeden Tag um 30% zunimmt, wäre aufgrund des exponentiellen Wachstums in gut 2 Monaten ganz Deutschland angesteckt. Schon viel früher würden so viele Krankheitsfälle auftreten, dass Krankenhäuser nur noch einen Bruchteil der Schwerkranken aufnehmen können. Dann wäre auch der Herzinfarkt oder der Blinddarmdurchbruch für viele ein Todesurteil, da Krankenhäuser wegen der Überlastung nicht mehr helfen können. Wenn gleichzeitig zu viele Menschen krank sind, ist auch die allgemeine Versorgung wie die Strom- oder Wasserversorgung gefährdet. Und große Bereiche der Industrie könnten ihre Produktion mangels Personal nicht mehr aufrechterhalten. Es ist die Angst vor einem klassischen Kipppunkt, warum die Politik diese extremen Maßnahmen eingeleitet hat, die wiederum lange vor dem Hochpunkt der Infektionswelle eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Bis zu einer bestimmten Zahl an Infektionen ist das System stabil, auch wenn viele Menschen leiden oder sterben. Ab einer gewissen Infektionsrate kippt unser gesamtes System in einen unkontrollierbaren Zustand mit extremen Folgen für viele Betroffene. Und genau hier sind die Parallelen zur Klimakrise. Auch hier gibt es Kipppunkte, die sehr bald erreicht werden, wenn wir nicht schnell wirksame Klimaschutzmaßnahmen einleiten. Es geht bei den Warnungen der Klimaforscher nicht unbedingt darum, dass sich das Klima durch den Menschen verändert. Klimaskeptiker führen gerne an, Klimaveränderung habe es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben. Aber Viren hat es auch schon immer gegeben. Genau wie beim Coronavirus kommt es auf die Geschwindigkeit der Veränderungen an. In dieser Grafik hier sehen wir den weltweiten Temperaturanstieg seit der letzten Eiszeit. Rund 3 bis 4 Grad Celsius sind die weltweiten Durchschnittstemperaturen von der Eiszeit bis in die Zeit vor unserer Industrialisierung angestiegen. Seit dem Jahr 1900 ist 1 Grad Celsius hinzugekommen und ergreifen wir keine radikalen Maßnahmen, könnte die globale Temperatur bis zum Jahr 2100 sogar um 4 bis 5 Grad Celsius ansteigen. Dabei ist es das Tempo des Temperaturanstiegs, das Klimaforschern ebenso die Schweißperlen auf die Stirn treibt, wie das Tempo des Anstiegs der Infektionszahlen bei Virologen. Während der Übergang von der letzten Eiszeit zur Warmzeit rund 10.000 Jahre gedauert hat, reden wir über einen zusätzlichen Temperaturanstieg in ähnlicher Höhe in rund 100 Jahren. Wenn wir beim Klimaschutz über Kipppunkte reden, diskutieren wir meist über Kipppunkte der Klimaveränderungen. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, das Abtauen des Grönland-Eisschildes oder des westantarktischen Eisschildes anzustoßen. Die Folge ist ein dramatischer Anstieg der Meeresspiegel. Während im letzten Jahrhundert die Meeresspiegel nur um 20 cm angestiegen sind, hat sich die Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs bereits verdoppelt. Ende des Jahrhunderts könnten die Meeresspiegel im Worst-Case-Fall sogar durchaus 1 oder 2 Meter ansteigen. Die Klimakipppunkte werden dann weitere gesellschaftliche Kipppunkte zur Folge haben. Ein sehr langsamer Anstieg der Meeresspiegel ist kein ernstes Problem. Das lässt sich durch verstärkte Küstenschutzmaßnahmen kontrollieren. Erfolgt der Anstieg zu schnell, lassen sich immer weniger Schutzmaßnahmen aus ökonomischen und technischen Gründen realisieren. Dann werden in rascher Folge große Küstengebiete auf Dauer unbewohnbar werden. Im Jahr 2050 könnte 1 Milliarde Menschen in den Küstenregionen betroffen sein. Viele dieser Menschen werden dann in andere Regionen drängen und dort wiederum zu einer Überlastung der Systeme führen. Weitere Kipppunkte werden in vielen Regionen die Trinkwasser- und Nahrungsmittelversorgung sein. Kleinere klimabedingte Schwankungen bei der Nahrungsmittelproduktion lassen sich weltweit durch Lagerbestände ausgleichen. Werden die Ernteausfälle zu groß, werden in den Hungerregionen gewaltsame Konflikte und Kriege ausbrechen. Auch hier kippen dann die Systeme. Ein weiterer dramatischer Kipppunkt ist das weltweite Artensterben. Der Klimawandel wird dieses Artensterben noch deutlich verstärken.
Ein Extrembeispiel, welches Ausmaß an Artensterben erreichen kann, zeigt das Massenaussterben vor etwa 250 Millionen Jahren am Ende des Perm-Zeitalters. Infolge eines hohen Temperaturanstiegs, verursacht durch gigantische Vulkanausbrüche, starben damals 75% aller Landlebewesen und 95% der Meereslebewesen aus. Ein zu schnelles Artensterben würde auch heute zum Kippen vieler Ökosysteme führen. Da der Mensch am Ende der Nahrungskette steht, könnte ein zu schnelles Aussterben der Arten am Ende auch zum Kippen der Nahrungsmittelversorgung führen, wenn wichtige Arten wie zum Beispiel Bienen oder Fische für immer von diesem Planeten verschwinden. Die Kipppunkte, die durch einen ungebremsten Klimawandel ausgelöst werden, haben eine ganz andere Dimension, als die Kipppunkte der Corona-Krise selbst im allerschlimmsten Fall haben können. Denn die Corona-Krise ist temporär. So fatal die Folgen auch für viele Einzelne sein werden, am Ende wird der Coronavirus durch Herdenimmunität und Schutzimpfungen besiegt sein und wir können wieder dazu übergehen, das alte, vertraute Leben aufzubauen. Die Folgen der Klimakrise werden hingegen über Jahrhunderte andauern und sich permanent verstärken. Sind erstmal Kipppunkte erreicht, werden wir dann von einem Horrortrip in den nächsten rutschen. Verteilungskämpfe um immer knapper werdende Ressourcen könnten sogar zum Ende der Zivilisation führen, wie einige Studien inzwischen aufzeigen. Dabei wären die Maßnahmen zum Stoppen der Klimakrise viel weniger einschneidend als die zum Stoppen der Corona-Krise. Bei beiden Krisen kämpfen wir gegen unsichtbare Gegner. Bei Corona ist es ein unsichtbarer Virus. Bei der Klimakrise sind es unsichtbare Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Methan. Aber anders als bei der Corona-Krise sind bei der Klimakrise wirksame Medikamente längst entwickelt. Erneuerbare Energien können unseren gesamten Energiebedarf ganz ohne den Ausstoß unsichtbarer Treibhausgase decken, die am Ende Tod und Verderben bringen werden. Genau wie bei der Corona-Krise müssen wir in einigen Bereichen auch unser Verhalten ändern. Die Einschnitte sind aber bei weitem nicht so dramatisch. Darum ist es eigentlich unbegreiflich, dass es uns bislang nicht gelungen ist, die Klimakrise auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen, obwohl deren Folgen die der Corona-Krise um Dimensionen übersteigen wird. Es gibt Politiker, die sogar den Kampf gegen die Klimakrise noch weiter zurückfahren und Zukunftstechnologien wie die Solar- und Windkraft in Deutschland regelrecht zerschlagen wollen, um sich angeblich ganz der Corona-Krise widmen zu können. Dabei könnte die Politik und wir alle enorm viel von der Corona-Krise lernen. Ein Hauptargument beim Kampf gegen die Klimakrise ist, dass es nichts bringe, wenn ein Land oder eine Regierung vorprescht. Bei der Corona-Krise lässt sich aber sehr gut beobachten, dass auch zögerliche Regierungen mit Maßnahmen schnell nachziehen, wenn andere Länder mutig voranschreiten. So hatte Großbritannien anfangs einen Sonderweg eingeschlagen. Es wurden einfach gar keine Maßnahmen beschlossen. So sagte der britische Regierungschef Boris Johnson, es sei eine traurige Wahrheit, dass viele in den kommenden Monaten geliebte Menschen vor deren Zeit verlieren würden. Aber dennoch sollten seine Landsleute so weitermachen wie gewohnt. Für drakonische Maßnahmen, so Johnson, sei jetzt noch nicht die Zeit. Das erinnert stark an die Beschwichtigungen beim Kampf gegen die Klimakrise, die auch in Deutschland permanent geäußert werden. Nachdem nach und nach in allen anderen europäischen Ländern radikale Maßnahmen beschlossen wurden, vollzog die britische Regierung am Ende auch eine 180-Grad-Wende. Zu groß wurde der Druck im eigenen Land. Höchstwahrscheinlich ist es in der Corona-Krise unser Glück, dass diese in China und nicht in Großbritannien ausgebrochen ist, da China als erstes Land entschlossen und am Ende auch erfolgreich gegen den Virus vorgegangen ist. Warum soll die Vorreiterrolle nicht auch beim Klimaschutz funktionieren? Auch hier wird das Nichthandeln fatale Folgen haben. Natürlich werden andere Länder den Vorreitern folgen, wenn diese erfolgreich Klimaschutz praktizieren. Es zeigt sich sogar, dass Politiker durch mutiges Handeln und das Beschließen radikaler, aber notwendiger Maßnahmen an Zustimmung gewinnen. Während Donald Trump und Boris Johnson durch ihre zaudernde Corona-Politik bei der Gunst der Wähler deutliche Einbußen hinnehmen mussten, stieg die Zustimmung zur deutschen Regierung deutlich an, nachdem sie ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht hat. Wichtig ist, die getroffenen Maßnahmen gut zu kommunizieren. Dann ist die Bevölkerung auch bereit, harte Einschnitte zu tragen. Das gilt für die Klimakrise genauso wie für die Corona-Krise. Und viele Maßnahmen der Corona-Krise helfen auch gegen die Klimakrise. Zum Eindämmen der Klimakrise müsste beispielsweise der Flugverkehr deutlich reduziert werden. Es ist absurd, was durch die Fridays for Future Bewegung nicht gelungen ist, hat die Corona-Krise problemlos geschafft. Dabei hätte sich kein Umweltaktivist getraut, so drastische Einschnitte beim Flugverkehr zu fordern, wie sie nach dem Ausbruch der Corona-Krise erfolgt sind. Groteskerweise wird die deutsche Bundesregierung durch die drakonischen Maßnahmen bei der Eindämmung der Corona-Krise auch ihre Klimaschutzziele für das Jahr 2020 erreichen.
Klimaschützer hatten allerdings vorgeschlagen, das besser durch den massiven Einsatz klimaschonender Technologien zu erreichen, als durch den Zusammenbruch der Wirtschaft und des Verkehrs. Dennoch zeigt uns die Corona-Krise Alternativen auf und bietet uns damit auch enorme Chancen. Wir sehen, dass wir große Instanzen durch Videokonferenzen überbrücken können. Auch ohne quer durch die Welt zu jetten, lassen sich Geschäftsbeziehungen mit Hilfe der Digitalisierung aufrechterhalten. Und manches Urlaubsziel oder die Kreuzfahrt erscheint in Krisenzeiten nicht gut gewählt. Das könnte dazu führen, dass Ferienziele in der näheren Umgebung nach der Corona-Krise profitieren und die Treibhausgasemissionen durch Urlaubsreisen sinken. Auch eine stärkere Regionalisierung der Produktion von Industriegütern könnte die Anfälligkeit für Krisen senken und die Emissionen reduzieren. Die Corona-Krise hat auch die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Die staatlichen Mittel werden ohnehin nicht reichen, alles wieder so aufzubauen, wie es vor der Krise war. Auch hier kann man die Krise als Chance auffassen. Beim Wiederaufbau der Industrie muss man sich dann auf die Bereiche fokussieren, die uns auch nachhaltig beim Kampf gegen die Klimakrise helfen. Wir müssen nicht jede Airline oder Dieselmotorproduktion mit Staatsmilliarden retten. Stattdessen müssen Alternativen wie lokaler Tourismus, Videokonferenzen oder Elektromobilität vorangebracht werden. Und wir dürfen nicht weiter den Ausbau erneuerbarer Energien blockieren. Eine schnelle Energiewende, die auch die Klimakrise stoppen kann, wäre auch ein gigantisches Konjunkturprogramm, das schnell die in der Krise weggefallenen Arbeitsplätze ersetzen könnte. Wir müssen vermeiden, von staatlicher Seite zukunftsunfähige Unternehmen zu retten. Stattdessen brauchen wir Steuergelder zum Abfedern der finanziellen Härtefälle unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und für ein gigantisches Umschulungs- und Fortbildungsprogramm für Zukunftstechnologien. Wir müssen nachhaltige Unternehmen mit hohen ethischen Standards bevorzugt unterstützen. Wenn wir dann sämtliche Hürden bei der Einführung von Klimaschutztechnologien beseitigen, wird Deutschland gestärkt aus der Wirtschaftskrise herauskommen. Es wurde häufig gesagt, dass es bei der Corona-Krise darauf ankommt, dass sich die Jungen solidarisch mit den Alten zeigen und das Leben der Alten schützen. Die Klimakrise ist aber eine noch viel dramatischere Bedrohung, vor allem für die Jungen von heute. Darum müssen sich, sobald wir den Anstieg der Infektionen im Griff haben, auch die Alten mit den Jungen solidarisch zeigen und endlich die nötigen Klimaschutzmaßnahmen unterstützen, auch wenn diese von einigen als radikal empfunden werden. Es geht dabei aber nicht um mehr oder weniger als um das Überleben der jungen Generationen, unserer Zivilisation und am Ende vielleicht sogar der gesamten Menschheit. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, was das Überschreiten von Kipppunkten am Ende auslösen kann. Lasst uns darum jetzt gemeinsam Deutschland zu einem besseren Land machen und dabei das Leben der Alten und der Jungen schützen. Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video ein paar Anregungen gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann setzt ein Like, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke und seid beim nächsten Mal wieder dabei und vor allen Dingen bleibt gesund. Dankeschön und tschüss.